Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wieder mit einem neuen Ranglisten-Video. Und es gibt eine Sache, auf die ich heute auf jeden Fall aufmerksam machen möchte. Außerdem ist das letzte Ranking-Video vor dem FEC. Ihr werdet es wahrscheinlich ein bisschen verspätet sehen, weil ich gerade ein bisschen am Vorproduzieren bin für die Zeit nach dem FEC-Serverstart, wo ich ja mit Suchten beschäftigt sein werde. Und ja, deswegen kommt das Ranking ein bisschen später. Aber ist eigentlich nicht so wichtig, weil es hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Die größte Änderung ist, dass halt extrem viele neue Leute 165 erreicht haben. Die Anzahl der 165 hat extrem stark zugenommen. Ist aber klar, es ist einfach noch ein Monat vergangen. Tower Dailies carryen halt richtig krass. Ein paar Leute leveln auch standardmäßig auf 165. Ich selbst habe 2 weitere 165er Chars seit dem letzten Ranking-Video. Und ja, also es ist nicht allzu viel Bewegung, aber ein paar interessante Fakten haben wir wieder. Und was mir hier aufgefallen ist, der Typ hier ist komplett crazy. Chinese Billy Billy. Gated Chinese Billy Billy. Er hat einfach 4 Monate und 1 Tag Spielzeit und hat einfach 165 und das höchste Hero-Level ist das, glaube ich, sogar, oder? Ich habe zumindest noch kein höheres Abzeichen gesehen. Erreicht. Und das halt mit einer Spielzeit, die wirklich lächerlich gering ist. Also ich meine, literally der Typ hat 2 Jahre, 7 Monate, was wahrscheinlich sehr viel mehr kann man gar nicht haben, glaube ich. Also, wenn man bedenkt, dass ja die Server auch immer mal wieder offline sind und Disconnects und Pipapo. Also der war basically die ganze Zeit online und ja, der Typ nur ein Bruchteil davon. Also schon ziemlich krass, aber klar, wenn man wirklich nur spielt und dann immer sofort offline geht, dann hat man natürlich auch nicht allzu viel Spielzeit. Aber ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ranking mal zusammen an. Zack, boom. Hier sind wir auch schon. Es ist der 18.04. heute und wir, ja, mal gucken, wenn ich das Video hochlade. Schauen uns auf jeden Fall den Stand vom 18.04. quasi an. Wie gesagt, mal kurz hier hochscrollen. Letzten Monat, am 15.03. müsste es gewesen sein, hatten wir 1541 165er, jetzt haben wir 2674. Das war das, was ich meinte. Es haben jetzt sehr viele Leute 165 erreicht. Das ist die größte Änderung Monat zu Monat übergreifend. Und ja, wie gesagt, es ist einfach logisch. Es wird immer leichter, 165 zu erreichen. Extrem viele Leute waren ja auch schon 160 nach dem letzten FEC, vor dem letzten Update und so weiter. Und entsprechend durch die Tower Dailies, wie gesagt, ist das halt auch nicht allzu schwierig. Also jemand, der jeden Tag Tower Dailies macht, ist wahrscheinlich noch nicht ganz 165, aber jemand, der noch ein bisschen gelevelt hat, ist es eigentlich schon. Also von dem her, ja. LaWolf wird nächsten Monat wahrscheinlich die 1000 knacken. Also nur 1000 Leute, die allein auf dem Server LaWolf 165 sind. Was schon ziemlich crazy ist. Die meisten Server sind so im 200 bis 300er Bereich, also die mittelmäßigen Server, sag ich mal. Und dann gibt es halt noch unsere paar Schlusslichter hier. Flarin, der japanische Server und Rises kurz vor den 100. Aber da erkennt man halt den Unterschied in der Aktivität, vor allem in dem Eintrittslevel, die Top 1000. Das liegt ja halt im 144, 136, 132er Bereich. Also immer noch ziemlich grottenschlecht. Genau. Und ja, dann das, was ich heute highlighten wollte. Wir haben ja letztes Mal die Veränderung gehabt, dass wir zum ersten Mal nur noch 10 Server hatten. Heißt quasi im Februar, wenn wir hier kurz hochgucken, hatten wir noch den Server Genesee, den französischen Server mit 11.000 insgesamt für dieses Video quasi, die wir uns angucken. Und jetzt sind es halt nur noch 10 Server, die wir uns angucken, weil Genesee und Totem ja eben verschmolzen sind. Und da hatten wir eben keine Veränderung hier in den Zahlen, weil die Zahlen ja alle logischerweise wesentlich niedriger sind, weil es ja 1000 weniger sind, statt 11.000 nur noch 10.000, die hier in die Statistik eingehen, 10.000 Spieler. Und jetzt haben wir wieder Veränderungen. Sie sind aber nicht allzu groß. Man kann im Endeffekt sagen, eigentlich alle haben verloren. Die meisten sind plus minus fast nichts. Aber eigentlich haben alle mehr oder weniger verloren, außer Ringmaster. Und die einzigen, die minimal was dazu gewonnen haben, sind Blade Ranger und Elementor. Aber wie gesagt, größtenteils eigentlich Ringmaster gewonnen. Und Knight, gut, hat 15 verloren. Ist auch tatsächlich relativ viel. Aber ja, jetzt keine gewaltigen Änderungen. Passiert auch einfach so natürlich nicht. Und was ich außerdem highlighten wollte, war die Kategorie Jester. Also Jester ist ja, wie wir alle wissen, die unbeliebteste Klasse im Spiel. Das hat objektiv berechtigte Gründe, aber auch viele subjektive Gründe, glaube ich. Und was mir hier aufgefallen ist, ist einfach, ich markiere ja immer das Feld quasi, rot heißt die wenigsten und grün heißt die meisten von jeder Klasse auf dem jeweiligen Server. Woran man halt auch die kulturellen Unterschiede teilweise erkennen kann. Manche Regionen mögen eine bestimmte Klasse lieber, wie zum Beispiel wir Deutschen, wir lieben den Blade. Generell in Mashpoi, Totemia, Burodeng
Die 3 Server sind immer recht ähnlich, was eigentlich so das Verhalten der Spieler angeht, mehr oder weniger. Das Einzige, wo wir uns unterscheiden, ist eigentlich die Liebe zu Blade. Hier sticht Burudeng nochmal stark hervor. Dafür haben wir halt viel weniger Knights. Das ist eigentlich so der einzige Unterschied zwischen unseren Servern. Ansonsten sind die 3 wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber ja, dass wir halt hier wirklich an den Blade hängen. Viele andere Server haben nicht mal 100 Blades in den Top 1000. Und wir haben halt 172, was halt ja, fast doppelt so viel ist. Also das ist schon ziemlich crazy. Auf jeden Fall markiere ich das halt immer. Und mir ist einfach aufgefallen, ich glaube, es ist auch das erste Mal, oder? Nee, wahrscheinlich, nee, es ist schon länger wahrscheinlich so. Es ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden. Jester hat keinen einzigen Server, auf keinem einzigen Server, 70 oder mehr Spieler in den Top 1000. Und das heißt, Jester ist, ja, kann man eigentlich wirklich so sagen, es ist eigentlich die Ausnahme, dass kein Server hier wirklich diese Klasse mag. Also ich finde es erstaunlich. Also ich will jetzt nicht hier ein Jester-Bashing-Video draus machen. Das meine ich damit gar nicht. Aber wenn man sich so die anderen unbeliebteren Klassen anguckt, also die zweitunbeliebteste Klasse aktuell Psykeeper, hat zumindest, sind wir wieder bei dem Thema, Burudeng, Mashpoi, Totemia, sind relativ ähnlich vom Verhalten her meistens. Sind hier zumindest relativ beliebt. Ich glaube, das hat hauptsächlich PvP-Gründe tatsächlich, weil Psy im PvP wohl relativ stark ist. Viele andere Server, wo PvP zum Beispiel wahrscheinlich keine große Rolle spielen, ist Psy extrem unbeliebt oder auf jeden Fall unbeliebter. Vor allem in Asien scheint er nicht sehr beliebt zu sein. Und, oder in Südostasien besser gesagt. Und ja, ist halt schon ziemlich heftig, weil trotzdem jede Klasse, egal wie unbeliebt sie ist, immer trotzdem ein paar Server hat oder zumindest ein Server, wo sie ein bisschen beliebter ist, aber bei Jester trifft das eben nicht zu. Weil der Unterschied von Psy zu Jester ist quasi, Psy hat halt zumindest 1 oder 2, 3 Server, die an den 100 kratzen und Psy hat ein bisschen was, sag ich mal, wo er noch ein bisschen was gewinnt irgendwo in der Rangliste und Jester hat das halt gar nicht, weil ich meine, nicht mal 70 ist schon geistesgestört. Es gibt Klassen, die haben auf jedem Server mindestens 70. Ich meine, selbst Bildposter hat auf jedem Server Minimum 70 Leute, teilweise über 100. Wie gesagt, Psy hat fast die 100, aber auch in den meisten Servern zumindest, oder mehr als 70 tatsächlich. Und Jester schafft das halt gar nicht. Also es ist schon wirklich krass, dass der so international so unpopulär ist. Das schafft wirklich keine andere Klasse. Sollte vielleicht nochmal ein Alarmzeichen sein oder ein Signal für Gala, dass man da vielleicht was ändern müsste. Weil man natürlich fairerweise sagen müsste, selbst wenn sie jetzt was ändern würden, Woche zu Woche oder selbst Monat zu Monat, so schnell würde sich natürlich nichts ändern in der Rangliste. Also so schnell würde man nichts merken. Und sie haben ja in dem letzten Update tatsächlich was geändert und ihn ein bisschen gebufft. Aber erstens ist das tatsächlich auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Und zweitens, ja, sagen halt viele Leute, dass der Buff nicht wirklich ausreicht, um ihn jetzt richtig beliebt zu machen. Es ist sicherlich eine Hilfe für die Leute, die tatsächlich Jester spielen. Aber es macht jetzt halt nicht den weltbewegenden Unterschied, dass jetzt halt wirklich eine riesige Welle an Jester-Spielern plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Aber richtig fest kann man es erst sagen nach dem neuen FEC, weil danach wird sich das Ranking wieder entsprechend den aktuellen Trends und aktuellen Entwicklungen und so weiter anpassen. Und dann wäre es natürlich zeitnah mal wieder ja auch ein Update fällig, wo man dann halt auch eine neue Levelerweiterung hat. Das heißt, die inaktiven Spieler werden rausgespült. In den Top 1000 sollten jetzt zwar nicht allzu viele inaktive Spieler sein, weil wir sehen ja schon, es sind mittlerweile extrem viele Leute auf 165. Das heißt, richtig inaktive Leute werden ja wahrscheinlich auch nicht wirklich unbedingt 160 erreicht haben. Oder die meisten inaktiven Leute werden jetzt nicht 160 unbedingt sein. Das heißt, die werden nach und nach langsam rausgespült. Aber wie gesagt, richtig aktiv wird es dann erst, oder eine richtig aktive Abbildung der Trends wird man erst bekommen, wenn dann wirklich eine Levelerweiterung kommt. Aber das wird halt höchstwahrscheinlich erst nach dem FEC der Fall sein, also frühestens in einem halben Jahr ungefähr. Aber ja, fand ich ganz interessant, dass Jester eben hier, was die Extremwerte angeht, also gut, der negative Extremwert ist vielleicht noch interessant, das ist schon auch ziemlich krass, aber es ist krasser, dass es keinen einzigen wirklich positiven Extremwert hier gibt. Was mich persönlich freut, ist, dass Elementor immer weiter an Beliebtheit gewinnt. Wir sind jetzt schon fast in der Nähe von Rang 5 mit den Elementoren. Kurz vorm Bildposter tatsächlich. Mittlerweile trennen uns nur noch 35 davon. Da kann man auf jeden Fall sagen, das ist schon eine coole Entwicklung, dass die Welt endlich erkannt hat, wie geil Elementor eigentlich ist. Just saying. Solltet ihr vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, dann noch kurz das Ranking zum Abschluss. Also weiterhin auf Platz 1 ist natürlich Ringmaster. Der echte Platz 1 ist weiterhin Ranger, der unverfälschte quasi. Platz 3 Blade, knapp vorm Knight auf Platz 4. Auf Platz 5 Billposter, Platz 6 Elementor, 7 Psykeeper und 8 Jester. Also im Ranking hat sich nichts geändert.
Kann sich auch gar nicht so schnell ändern, weil, wie gesagt, die Unterschiede von Monat zu Monat meistens nicht so krass sind. Also der niedrigste Abstand dürfte sogar zwischen Billpost und Elementor sein. Eben die genannten 35, bei Blade und Knight sind es 40. Also wir haben 2 Positionen oder also 4 Positionen, die miteinander ein bisschen kämpfen, wer die Oberhand gewinnt. Aber letztendlich unwahrscheinlich, dass sich da innerhalb von einem Monat was ändert. Also das müsste schon eine längerfristige Entwicklung sein. Jetzt mit dem FEC wird es interessant. Ich werde das Ranking wahrscheinlich weiterführen. Den FEC-Server werde ich vielleicht diesmal ausnahmsweise mit aufnehmen. Ich glaube, die letzten Jahre habe ich es nicht gemacht, weil der Server nach ein paar Monaten wieder verschwindet. Aber dass wir uns ihn vielleicht einfach separat angucken immer. Aber bin mir noch nicht 100% sicher. Mal gucken. Es könnte jetzt sein, dass der FEC-Server wieder so sein wird, dass die Leute extrem schnell Maximallevel erreichen. Und dann ist es relativ überflüssig, sich das anzugucken. Weil wenn 1000 Leute 165 sind, dann weißt du ja gar nicht, okay, wie viele Leute sind denn überhaupt 165? Also das bildet dann halt auch nicht wirklich den Server ab. Also für den FEC bräuchte man tatsächlich mehr als eine Top 1000. Vor allem, weil da auch so unfassbar viele Leute drauf spielen. Da wäre eine Top 2 oder 3000 interessant oder vielleicht sogar 10.000. Ja, so wie früher bei FNAF PC halt. Aber davon träume ich wahrscheinlich noch lange. Ich sage euch auf jeden Fall jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wie immer, schaut auch gerne im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.